Schönen guten Tag, mein Name ist Martin Herrmann vom Hotel Dollenberg. Ich bin ja seit längerer Zeit hier Küchenchef und wir sind eine Brigade von 25 Köchen. Hier ist mein Sous-Chef, mein Kollege Lukas Wünsch und er wird mich unterstützen. Guten Tag, good day. His name is Martin Herrmann. He is our head chef at Hotel Dollenberg. We have 3 restaurants. We're cooking with a brigade of 25 people in here, and today he's going to cook something typical for the region of Baden-Württemberg. Ja. So, die Forelle, wir haben eine Forelle, die ist vor 10 Minuten noch gelebt, die haben wir frisch geholt, die ist also praktisch noch ganz rot und die wird jetzt gesalzen und gemehlt. The trout we got here, we just got it out of our own little place where we have in the back. They are still alive when we get them out. You can see here, that's where we get our trouts from. Those trouts are about 6 to 12 months old. You can barely see, as you can see, the water is it's not really clear, but that's because it's from the springs around here. Pretty fresh. We get them delivered from right around the corner down the valley. So that's where we get our trouts from. Still alive and kicking. And then we butcher them, gut them. Now he's going to salt it, cover it with flour, and then shallow fry it in a preheated frying pan. Nun wird sie mit etwas Öl in der Pfanne gebraten. Ein typisches Merkmal der Frische ist, wenn die Haut aufplatzt. Good sign for freshness when you get a Forelle Mülleriner Art is when you get it on the table and the skin is cracked open. It means it's really fresh. The skin has a lot of tension when it hits the pan and it cracks. Wir brauchen auch etwas Petersilie dazu und Zitrone. Die Petersilie wird gehackt. Machst du das nochmal fertig? So, die Forelle kommt jetzt in den Ofen. When the skin's nice and golden, we put the trout in a preheated oven for about 5 to 6 minutes till it's fully cooked. And then we use roughly chopped parsley and a bit of lemon as a typical classical garnish for the trout. Ja, die können schon hinter uns. So, wir machen dann etwas braune Butter. Machen wir etwas Salz dazu. Now chef's preparing something we call braune Butter over here, which is basically just clarified butter. But instead of only clarifying it, we take it a step further and we caramelize the milk whey till it gets a bit of a nutty flavor and a brown color. That's why it's called brown butter.
für die Forelle. Angerichtet. Die braune Butter. Kommt Petersilie rein. Die wird praktisch übergossen jetzt mit der braunen Butter. To plate, you're just going to take out the trout, baste it with the nut butter and some parsley, drizzle a bit of jus on top and a couple of spritzes of lemon. Und Kartoffeln brauchen wir noch, 2, 3.